Hallo zusammen! Wir stehen hier mit unserem neuen Familienzuwachs Jimmy, ein Van, den wir letztes Jahr gekauft haben. Ja, es ist ein Mercedes Sprinter aus dem Jahr 2006. Es war eins der letzten Modelle von dieser Baureihe und er ist wirklich gut erhalten, hat fast keinen Rost, ein paar kleine Stellen, aber das ist normal bei so einem Fahrzeug. Auch von drinnen sehr gut erhalten. Es war ein ehemaliges Behördenfahrzeug von der Polizei in Düsseldorf und die haben dem wirklich gut Sorge gehalten. Ja, und wieso überhaupt ein Van? Wir wollen den Van umbauen, um damit zu reisen. Wir reisen wahnsinnig gerne, waren bisher aber als Backpacker unterwegs. Und das hat halt so ein paar Plus- und Minuspunkte. Jetzt haben wir letztes Jahr ein bisschen Van-Luft geschnuppert. Wir haben uns ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und haben gemerkt, dass das tatsächlich was für uns sein könnte. Wir haben dann auch einen Van gemietet. Wir verlinken euch den Film hier oben. Wir haben 2 Wochen in Kalifornien verbracht, haben dort Vanlife mal also ausprobiert für uns und auch für uns entdeckt. Also es war toll, nicht? Ja, es war wirklich super. Und ja, wie Jessie gesagt hat, wir wollen den umbauen. Wir haben bereits schon angefangen. Aber es dauert alles länger als man denkt und es ist alles komplizierter als man denkt. Also wir sind noch nicht so weit, wie wir wollten. Und ihr könnt deswegen auch aktuell dabei sein, wie wir daran arbeiten. Wichtig ist vielleicht dazu noch zu sagen, also was wir zeigen, ist tatsächlich unsere Interpretation, wie wir denken, dass das für uns passt. Was wir machen wollen, also wir wollen auf jeden Fall keine Garage hinten einbauen, also Genau. dieses Standard Layout mit Garage hinten, Bett hinten und vorne Küche und Wohnzimmer. Das wird bei uns ein bisschen anders aussehen. Also wir haben durchgehend einen Gang Genau. mit der Küche hinten, ein ausfahrbares Bett, welches zum Sofa umgebaut werden kann. Ja, wir dachten uns halt, wir haben keine Fahrräder mit oder irgendwie großes Gerät und deswegen machen wir das ein bisschen anders. Wir erhoffen uns, dass es im Alltag ein bisschen einfacher sein wird, da im Van zu funktionieren. Wir hoffen aber doch, dass wir eigentlich meistens draußen sind und es eigentlich nicht drauf ankommt. Aber ja, das wird sich dann noch zeigen. Es soll keine Anleitung sein. Also wir sind keine Profis, wir haben auch, vielleicht auch sehr wenig Erfahrung, aber ja, das ist einfach das, was wir zusammengesammelt haben und was für uns richtig scheint und euch vielleicht inspirieren kann. Oder wenn wir was falsch machen, dann schreibt es doch in die Kommentare, gebt uns Bescheid. Kann man nur daraus lernen. Wir möchten auf diese Art auch ein bisschen was zurückgeben, weil also alles, was wir bis jetzt schon gelernt haben, konnten wir ja nur lernen, weil es auch andere ins Netz gestellt hatten. Okay. Und ja, so wollen wir unseren Beitrag leisten, hoffentlich ein bisschen inspirieren. Aber eben, es ist keine Anleitung. Es gibt einen Grund, wieso wir das alles machen, den verraten wir aber nicht jetzt. Das werdet ihr im Verlauf der nächsten Folgen sehen. Also ein paar Details müssen wir noch definieren. Also von dem her, wir werden euch informieren, wenn es dann fix ist, wenn es wirklich offiziell ist sozusagen. Ja, bis dahin. Bleibt dabei, abonniert uns, Unbedingt. aktiviert die Glocke. Gebt uns ganz viele Likes, unterstützt uns. Und ja, wir hoffen, ihr mögt es. Ja. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.